wenn David diese Schenkung in seinem Testament erwähnt hätte? Das wäre natürlich etwas anderes. Gibt es denn ein Testament? Ja, das gibt es. Charlie, glaubst du mir nicht? Nein, ich glaube dir kein Wort. Und wer auch immer dieser große Unbekannte ist, er spukt dir noch ganz schön im Kopf rum. Du willst Firma und Familie ruinieren, nur um Frau Jones zu schaden? Ist es dir das wirklich wert? Wäre ich an deiner Stelle, ich würde mich auch wehren. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, aber mit ehrlichen Mitteln anstatt mit Intrigen. Silvia ist weder mir noch Bernd gegenüber fair gewesen. Wenn du mit deinen Methoden der Holding schadest, dann frage ich mich, was dich da noch von Ansgar unterscheidet. Du musst dich jetzt entscheiden. Wenn du jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann bist du auch nicht besser als er. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich muss dich unbedingt sprechen. Was jetzt? Ja, dich und Frau Jones. Sie entschuldigen uns einen Moment. Kein Problem, ich habe Zeit. Charlie, was willst du hören? Ich will gar nichts hören. Ich will dir die Augen öffnen. Das ist doch Quatsch. Herzchen. Wieso hörst du nicht auf dein Herz, deine Gefühle? Wieso sagst du sowas? Schätzchen, ich kenne dich so gut. Du kannst mir nichts vormachen. Bisher hast du mir immer geraten, bei Johannes zu bleiben. Ja, weil ich auch noch nicht wusste, wie viel dir dieser andere Mann bedeutet. Ich meine, das geht doch jetzt schon eine ganze Weile. Ich liebe Johannes. Ja, und diesen großen Unbekannten liebst du auch. Vielleicht ist er doch der Richtige und du willst dir das nur noch nicht eingestehen. Na, unser neues Traumpaar. Passen ganz gut zusammen, findest du auch? Ja, es wäre Leonhard ja zu wünschen, dass er die Richtige gefunden hat. Und du, Schätzchen, könntest auch wieder glücklicher werden, wenn du nur etwas mehr Mut hättest. Es gibt in jeder Ehe Phasen, in denen nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt, oder? Weißt du, ich denke, wenn ich einfach mehr Zeit mit Johannes verbringen würde, dann könnte es doch wieder so werden wie am Anfang. Unser Interessent hat uns ein viel besseres Angebot gemacht als dieser André Weber. Ja, was heißt hier unser Interessent? Also noch ein Interessent oder was? Ja. Frau Jones und ich stehen seit gestern mit ihm in Verhandlung. Ja, also wenn das so ist, dann haben Sie und meine Tochter wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Aber warum haben Sie mir nicht früher etwas von dem neuen Käufer gesagt, Frau Jones? Unser Mann hat mich gerade erst angerufen und das Angebot bestätigt. Sehr schön, dass sich das noch ergeben hat. Ja gut, dann werde ich Herrn Weber jetzt absagen. Warum sollten wir uns auch mit einem schlechteren Angebot zufrieden geben? Wieso belügen Sie Ihren Vater? Behaupten, wir hätten einen anderen Käufer gefunden. Weil das für uns alle nur von Vorteil ist. Wenn Sie jetzt anfangen, meine Arbeit in der Firma zu torpedieren, wird das Konsequenzen für Sie haben.
So, bitte sehr. Für Sie? Danke. Und das für Sie. Dankeschön. Bitte schön. Aus den USA. Hast du dort auch Schulden? Nicht, dass ich wüsste. Von James Barclay. Charlie? Hallo? Alles in Ordnung? Es hat geklappt. Dein Agent hat tatsächlich die Oper von David gekauft. So für die Summe, die ich haben wollte. Aber wieso schickt er mir einen Verrechnungscheck über eine solche Summe? Tja, das sind amerikanische Gepflogenheiten. Die bezahlen alles mit Scheck. Das muss gefeiert werden. Und zwar mit Champagner. Das würde ich an deiner Stelle lassen. Warum denn? Du hast Davids Tod vorgetäuscht, um die Oper überhaupt verkaufen zu können. Ja, na und? Er wollte davon nichts mehr wissen, das weißt du genau. Die meisten Sachen hat er ja sogar verbrannt. Trotzdem. Also keine Feier. Ich weiß schon genau, was ich mit dem Geld machen werde. Oh Gott. Du willst dich wieder mit Tanja anlegen. Sie hat kein Recht auf des Schneiders. Und deshalb werde ich es mir auch wiederholen. Und du glaubst, sie wird es einfach so verkaufen? Einfach nicht. Wieso sollte ich Ihnen glauben? Wie gesagt, ich habe dieses Gespräch zwischen Ansgar und Tanja mitgehört. Indem die beiden behauptet haben, geplant haben, mir diesen André Weber unterzuschieben. Ja, der Mann ist zahlungsunfähig. Und gibt sich als kaufinteressierter Kunde aus, das macht keinen Sinn. Er sollte die Holding durch einen weiteren Skandal in die Schlagzeilen bringen. Dafür hätte mein Vater Sie verantwortlich gemacht und gefeuert. Entschuldigung, aber das hört sich alles so ausgedacht an. Es ist aber so. Haben Sie nicht im Archiv zu tun? Doch, natürlich. Erklären Sie mir eins. Neulich haben Sie noch gedroht, auf einen Fehler von mir zu warten, um mich dann aus der Holding jagen zu können. Und jetzt? Ansgars Plan hätte nicht nur Sie den Kopf gekostet, sondern auch der Firma geschadet. Sie haben also völlig uneigennützig meinen Posten gerettet. Warum? Ihr Posten als Direktorin war dabei eine Nebensache. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Unterschätzen Sie mich nicht. Es ging mir nicht nur um die Holding. Etwas mehr Dankbarkeit hätte ich schon erwartet. Meinetwegen sind Sie noch in Amt und Würden. Carla, was soll das? Ich war fair zu Ihnen, jetzt sind Sie bitte auch fair zu mir. Geben Sie Bernd endlich das Alibi. Was hast du heute noch Schönes vor? Mal sehen. Leonhard. Lasst euch nicht stören. Ich wollte Silke nur was zu trinken holen. Sie wartet oben auf mich. Du könntest sie ruhig öfter zum Essen einladen. Wir würden uns freuen. Klar. Ja, ich sag's ihr. Bei meinem Besuch in Chicago habe ich sie ja kaum zu Gesicht bekommen. Sie hatte damals viel zu tun. Ja, wenn ihr nicht so arbeitswütig gewesen wärt, könntet ihr heute noch zusammen sein. Nachher ist man doch immer schlauer. Ach, ich habe es damals nur sehr bedauert. Silke hat dir gut getan. Ja, vielleicht probiert er es ja noch mal. Ja, vielleicht. Ja, warum nicht? Bis später. Ja, bis später. Was soll ich jetzt damit? Die Schichten ihrer Kollegen eintragen, was sonst. Das gehört doch gar nicht zu meinen Aufgaben. Was sie zu tun und was sie zu lassen haben, das entscheide immer noch ich. Hallo, ich bin Kellner und kein Geschäftsführer. Frau Schneider hat als Angelo, Sie machen das jetzt. Und damit basta. Außerdem muss der Empfang für heute Abend noch vorbereitet werden. Aber ich... Keine Diskussion. Wir verköstigen hier für die von Lahnsteins die Kunden aus dem Weinhandel. Und das ist äußerst wichtig. Ja, also machen Sie sich an die Arbeit. Charlie, meine Liebe. Wolltest du mal wieder sehen, wie die Crème de la Crème speist? Du hast es in deinem Stehausschank wohl nicht mehr ausgehalten. Ich war gerade in der Nähe und da konnte ich nicht widerstehen. Es waren noch Zeiten. Wie du siehst, läuft es ohne dich noch viel besser. Und, wissen alle Bescheid? Wie am Telefon besprochen, Sie können sich auf uns verlassen. Wunderbar. Wir sind doch alle froh, wenn die Schlange aus dem Haus ist und Sie wiederkommen.
Konstantin, hier bist du. Hi. Hast du Lust, mit auszureiten? Ja, vielleicht später. Worum geht's denn in dem Buch? Die Regatta von Chaos. Die Regatta von was? Chaos, die größte Segelregatta der Welt. Startet von der Isle of Man. Guck mal, was für coole Bilder. Stimmt, du bist ja auch die größte Wasserratte in der Familie, ne? Seit ich das erste Mal im Meer war. Wasser, Wind, Wellen, das ist einfach der Hammer. Und segelst du auch selbst? Klar, segeln, surfen, kiten, ist egal. Und bald möchte ich auch wakeboarden. Hast du dich schon bei unserem neuen Interessenten gemeldet? Die Verhandlungen sind abgeschlossen, die Verträge unterzeichnet. Frau Jones und du, ihr habt erstklassige Arbeit geleistet. Es ging ja auch um das Wohl der Holding. Zumal sein Angebot um einiges besser ist als das von Herrn Weber. Es gefällt mir, wie du mit Frau Jones kooperierst. Bist du später noch in der Holding? Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe noch den ganzen Papierkram hier zu erledigen. Ach, Vater, soll ich dir für heute Abend auch einen Tisch im Schneiders reservieren lassen? Ach, es geht um die Präsentation des neuen Jahrgangs. Ja, genau. Ich denke, unsere Kunden sähen es ganz gern, wenn du eine kleine Rede auf den Lahnsteinschen Wein halten würdest. Ich glaube, du kannst es besser. Und? Das Kongresszentrum ist verkauft? Ja, du hast es doch gerade gehört. Schade, dass dein Plan nicht funktioniert hat. Welcher Plan? Tja, mit einer kleinen Intrige gegen Frau Jones hast du mir einen Riesengefallen getan. Ich weiß beim besten Willen nicht, was du meinst. Ich habe einen Käufer aufgetrieben und einen insolventen Herrn Weber aus dem Rennen geschossen. Tja, damit stehen Frau Jones und ich jetzt vor Vater besser da als je zuvor. Danke. Was sie sagt, hat weder Hand noch Fuß. Carla hat mir den Posten gerettet. Dafür soll ich Bernd ein Alibi geben. Das ist lächerlich. Du weigerst dich also immer noch. Natürlich. Natürlich. Ich meine, für wie dumm hält mich diese Frau eigentlich? Intrigiert hinter meinem Rücken und stellt dann unverschämte Forderungen. Sie ist scharf auf deinen Posten. Sie soll sich nicht um Dinge kümmern, von denen sie nichts versteht. Carla als Direktorin der Lahnsteinbank. Sie ist von Beruf Tochter. Und ihr Job im Auktionshaus, der hat's nicht ausgefüllt. Weißt du, was mich an dieser ganzen Lahnsteinsippe langsam wirklich stört? Diese Postenschacherei innerhalb der Familie, das ist schlimmer als in jedem Kleinbetrieb. Du wirst es nicht ändern. Und wie du gesagt hast, Blut ist dicker als Wasser. Ich lass mich jedenfalls nicht abschieben. Verlass dich drauf. Hallo Charlie. Hi Jana. Hallo. Du, ich habe endlich ein super Geburtstagsgeschenk für Johannes. Eine Kreuzfahrt. Ach, das heißt, du hast dich dazu entschieden, bei ihm zu bleiben? Ja. Dieser Urlaub wird uns gut tun. Und vielleicht können wir dann wieder so glücklich sein wie am Anfang. Für so eine Honeymoon-Reise ist eine Kreuzfahrt genau das Richtige. Ja, ich weiß nur noch nicht genau, welche Route ich buchen soll. Na, die Karibik ist natürlich toll, aber ich würde mich für Europa entscheiden. Mittelmeer, daran habe ich auch schon gedacht. Was hast du denn noch da? Mit den ganzen Sachen kommst du doch in Kolumbien jahrelang über den Grund. Hast du eine Ahnung? Ja, und dazu Sonne, Meer, lange Spaziergänge am Strand. Die Kreuzfahrt mit Johannes soll einfach nur romantisch werden. Ich freue mich darauf. Dann haben wir endlich mal wieder ganz viel Zeit für uns. Und ganz viele romantische Sonnenuntergänge auf dem Meer. Angelo, was um alles in der Welt ist hier los? Da sind sie ja endlich. Ich habe schon die ganze Zeit auf sie gewartet. Würden Sie mir bitte erklären, warum geschlossen ist und wo sind alle Ihre Kollegen? Alle krank. Krank, von jetzt auf gleich? Virusgrippe, böse Sache. Einen nach dem anderen hat's erwischt. Ja, dann ziehen Sie sich bitte um und fangen an zu arbeiten, ja? Kann ich. Ich muss auch zum Arzt. Angelo, wenn Sie nicht augenblicklich tun, was ich Ihnen jetzt sage. Tut mir leid. Und wie bitteschön richten wir den Empfang für den Weinhandel der Lahnsteins aus? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass Sie gleich gefeuert sind.
Ach, damit kommen Sie doch vor dem Arbeitsgericht nie durch. Krankheit ist doch kein Kündigungsgrund. Okay, Angelo, ich bin ja kein Unmensch. Sie bekommen heute Abend das 3-fache Gehalt. Geld ist manchmal besser als jeder Arzt. Was erzählen wir dann im Gesundheitsamt? Was interessiert mich denn das Gesundheitsamt? Vielleicht interessiert es ja die Kunden, wenn ich denen ins Essen... Ich gehe da mal zum Arzt. Ja. Sehen Sie zu, dass Sie morgen wieder auf den Beinen sind. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, hallo? Angelo. Sie sind ein Genie, Angelo. Wir treffen uns später alle hier, ja? Es wird ein Spaß. Wie wär's mit einer Runde Squash? Jetzt? Klar jetzt. Das Shoppen wird dich ja wohl schlecht müde gemacht haben. Ja, schon, aber muss es denn unbedingt Squash sein? Hast du eine bessere Idee? Ja. Den Blick kenne ich. Dann lass uns schnell zurück aufs Schloss fahren. Jetzt? Geht sofort. Entschuldigung. Gibt's denn auch einen Sauber? Ganz schön viel los. Ja, immerhin weiß ich jetzt, dass seine Qualitäten offensichtlich woanders liegen. Wieso? Es läuft hervorragend. Tanja, selbst der Verband der Ferkelzüchter organisiert seine Jahrestreffen besser. Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, also unsere liebe Frau Jones da drüben zum Beispiel, die versucht seit etwa einer halben Stunde was zu bestellen. Ja Gott, das ist die Jones. Die kann doch warten. Hier, das Fleisch. Zähler als meine Schuhsohlen. Der Koch soll sofort kommen. Na, deine Leute hast du ja im Griff. Tanja. Sagen Sie, mein Lieber, was sind Sie für ein Koch? Bundeswehrkoch. Oh mein Gott. Jawohl. Sag mal, aus welcher kulinarischen Hölle hast du den denn gezogen? Sag jetzt nichts mehr. Hi. Hallo. Hallo? Feierst du schon deine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Jones? Oder stimmt's nicht, was man in der Holding über den Flurfunk so hört? Willst du dich setzen? Ich erklär's dir. Nein, danke. Frau Jones und ich haben einen Käufer für das Kongresszentrum gefunden. Ich sagte nein, danke. Dann hast du sie also wirklich nicht ins offene Messer laufen lassen? Nein. Das finde ich gut. Aber ich dachte, sie wäre mir gegenüber genauso fair. Also kein Alibi für Bernd? Er wird weiter unschuldig in Haft bleiben. Meinst du nicht, diese Frau überlegt sich's nochmal? Diese Frau versteht nur eins. Intrigen, Verleumdungen und Hass. Mit Fairness kommt man da nicht weit. Ja, aber mit Rache wirst du auch nichts erreichen. Dann wäre sie endlich ihren Posten los. Ja, und Bernd säße trotzdem weiter im Gefängnis. Guten Appetit. Schmeckt's denn? Entschuldigung, das schmeckt überhaupt nicht. Entschuldigung. Ich glaube, ich breche den Empfang ab. Ja, meinetwegen. Mandel, ein Hauch von Honig. Dezenter Geschmack und doch ein volles Bouquet. Ich hoffe, unsere Kunden können diesen Wein noch schätzen nach diesem Abend. Sollen Sie doch trinken, was Sie wollen. Eine solchen Präsentation hat dieser Wein nicht verdient. Heute geht alles aufs Haus. Oh Gott, das Leben kann doch noch gerecht sein. Oh ja, Angelo. Und es wird noch viel gerechter werden. Liebe Frau Schneider, wenn Sie wollen, koche ich ab sofort hier für Sie. Ach, das wäre ja wundervoll. Wir freuen uns wirklich alle, wenn Sie bald ins Bistro zurückkehren. Ja, genau das werde ich. Wir können froh sein, dass wir nichts Flambiertes bestellt haben. Ihr Personal hätte es auch noch geschafft, uns abzufackeln. Und das Essen war noch miserabler als der Service. Das tut mir leid. Wenn sich solche Abende wiederholen, dann ist das Schneider seinen guten Ruf bald los. Und ich werde nicht nur in der Holding publik machen, dass sich dieses Lokal nicht mehr für Geschäftstreffen eignet.
Haben Sie diese Frau bedient? Sie sind gefeuert. Mein Gott, warum habe ich diese Kaschemme nicht schon längst verkauft? Weil du dich an Charlie Schneider rächen wolltest. Super Plan übrigens. Das ist der erste Schritt auf einem Weg, der im Schneiders enden wird. Denn wie heißt es so schön? Steter Tropfen hüllt den Stein. Es ist schon wieder Tag. Schade. Ich wünschte, die letzte Nacht hätte nie aufgehört. Das muss ich auch nicht. Ansgar, keine Vorhaltung, ja? Tanja, ihr solltet die Jones in der Holding in Misskredit bringen. Und was habt ihr erreicht? Mein Vater findet sie noch toller als vorher, weil sie ja so toll mit Carla kooperiert. Ich frage mich, warum ich überhaupt noch mit euch zusammenarbeite. Es ist eine Pleite nach der anderen. Silvia hasst ihre Schwester nach wie vor. Ich glaube, sie träumen. Nein. Carla hat als Gegenleistung ein Alibi für ihren Schwager von ihr verlangt. Silvia hat sich die ganze Nacht darüber aufgeregt. Ach, wirklich? Silvia macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber, was denn ihre Schwester so als nächstes gegen sie unternimmt. Also wenn das stimmt, dann bräuchten wir sie nur noch etwas reizen und die beiden bekämpfen sich bis aufs Messer. Das wäre unsere Chance, sie beide gleichzeitig zu Fall zu bringen. Das ist schön mit dir. So aufregend und gleichzeitig so vertraut. Es geht mir genauso. Nur schade, dass ich bald wieder abreisen muss. Ja, stimmt. Das hatte ich schon fast vergessen. Am liebsten würde ich dich gar nicht mehr gehen lassen. Das musst du auch nicht. Komm doch einfach mit nach Kolumbien. Und so geht es weiter. Aber Kolumbien ist ein ganz schön heißes Pflaster, würde ich mal sagen. Mit Schussverletzung kenne ich mich ja aus. Erinnere mich bloß nicht daran. Aber im Grunde würde es dir doch Spaß machen, oder? Hilf mir, meinen richtigen Vater zu finden. Also gut. Das heißt, du weißt es doch? Nein. Ich werde dir etwas zeigen.